Liebe Freunde, kommenden Freitag erscheint das nächste Stück meiner Lockdown-Songs, dieser Lieder, die nur dadurch entstanden sind, dass wir momentan wenig oder keine Konzerte spielen und ich wahnsinnig viel Zeit verbringe im Keller, um dort Musik zu machen und aufzunehmen. Aber weil das alleine auf Dauer dann auch irgendwie langweilig wird, habe ich mir für diesen Freitag zwei ganz besondere Gäste eingeladen, zwei bezaubernde Damen aus Berlin, beide mit russischen Wurzeln, Helena Gold und Kathi Barlas an der Violine. Wir spielen ein Stück von Helena, die Spätsommersonnenwinde. Und sie war vor einiger Zeit, vorletztes Jahr glaube ich, auf einem Konzert mit Kairo Steps, hat am nächsten Tag selbst dort gesungen. Wir haben uns kurz unterhalten, alle zusammen, sind dann weitergezogen. Aber irgendwann bin ich über diese CD gefährlich nah und besonders über das Stück Spätsommersonnenwinde drüber gestolpert und habe mir gedacht, das will ich unbedingt auch aufnehmen. Ja, lieber Andreas, es ist wirklich total schön, dass wir hier bei diesem Projekt zusammenkommen und mein Lied Die Spätsommersonnenwinde von meinem Album Gefährlich nah, das ich ja letztes Jahr veröffentlicht habe, gemeinsam neu interpretieren. Für mich war das auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung, so reduziert und nicht mit einem ganzen Orchester und doch das Gefühl zu haben, dass man da so getragen wird auf einem Teppich von dir, wie du auf deinem Instrument spielst und auch natürlich Kathi mit der Geige noch so eine schöne russische seelische Note mit reinbringt. Du wolltest das Lied auf Russisch haben. Ist ja immer so die Frage, wie verträgt sich Romantik mit der deutschen Sprache? Es ist wahnsinnig schwierig, dass es nicht gleich kitschig rüberkommt. Und doch ist es auch kitsch und der Herbst ist sehr kitschig. Im Herbst spürt man die Vergänglichkeit, jetzt zu Corona umso mehr. Und ich finde es wirklich schön, dass wir in dieser isolierten Zeit trotzdem zueinander gefunden haben. Ja, liebe Freunde, genau dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Wie funktioniert es, dass man, wenn man sich nicht mehr wirklich begegnen darf oder im Studio gegenüberstehen in einem Raum, sondern auf Abstand bleiben soll, in unterschiedlichen Städten, Berlin, Fischbach-Au, dass man sich teilweise sogar noch nicht persönlich begegnet ist, so wie die Kathi und ich kenne sie nur jetzt über dieses Lied und über die Helena. Wie funktioniert es technisch, dass man Musik zusammenbringt und vor allem, wie funktioniert es auch musikalisch, dass man nicht einfach auf einen Klick irgendwas drauf spielt, sondern dass man Musik macht, wo man sich gegenseitig zuhört. Dieser Frage werden wir nun nachgehen. Wir kennen uns ja jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube 2-3 Jahre oder so. Ich habe dich kennengelernt mit Quadro Nuevo und ihr habt ein Konzert gegeben, Open-Air-Konzert in Sommerhausen mit dem Projekt Kairo Steps oder so. Und ich fand das ja wahnsinnig schön, weil ich liebe Weltmusik, ich liebe es, mit der Musik auf Reisen zu gehen. Und ihr habt mich da wirklich total getroffen im Herzen. Ich hatte so das Gefühl, ich bin irgendwie so zwischen Orient und Europa, mediterranen Gegenden irgendwie mit euch zusammen unterwegs. Und das war wirklich ein Reichtum an Musik, welches ich da so gehört habe. Und das war echt total schön. Ja, vielen Dank, Helena. Das war wirklich ein wunderbarer Abend. Ich habe das Bild noch vor mir auf der Bühne, dicht gedrängt, die vielen Musiker, die Freunde von Kairo Steps, Quadro Nuevo, das Publikum auf engstem Raum, aufeinander sitzend, übereinander in diesem sommerlichen Innenhof, ohne Masken, ohne Sorgen. Das war schön und wir freuen uns schon drauf, dieses Bild hoffentlich möglichst bald wieder zu sehen. Kultur und Musik ist ja nie was für sich Alleinstehendes. Man kann ja nicht sagen, ich bin jetzt ein Bayer und darum mache ich nur bayerische Musik und die Helena ist jetzt Deutsche oder ist sie Russin oder beides. Was macht sie jetzt? Russische Musik, macht sie Deutsche, machen wir Weltmusik. Es ist ineinander vermischt. Die Musik lebt davon, vom Austausch der Kulturen und entwickelt sich weiter. Nur durch den Austausch entsteht was Neues. Und die Geschichte hinter Helena und Kathi finde ich in diesem Zusammenhang
sehr interessant. Ich komme ja selbst aus Kasachstan. Allerdings bin ich quasi Deutsche aus Kasachstan, wobei ich auch sagen würde, in mir schlagen irgendwie 2, 3 Herzen. Ich habe mehrere Heimaten. Meine erste Muttersprache war Russisch. Ich bin mit 6 Jahren nach Deutschland gezogen und lernte mit 6 Jahren Deutsch, das ja eigentlich die Muttersprache zum Beispiel meiner Eltern war. Sie lernten dann Russisch mit 6 Jahren und meine Großeltern sprechen eher einen ganz, ganz alten Dialekt, den sie noch so konserviert haben. Ich glaube, 200 Jahre alt ist dieses Deutsch bestimmt. Ich habe jetzt herausgefunden, dass ein Vorfahre aus Sinsheim kommt, ja, also Anfang 19. Jahrhundert in die Ukraine ausgewandert. Es sind wirklich solche Zickzackspuren, die meine Vorfahren hinterlassen haben. Einmal über die Ukraine, dann sind sie kurz im Zweiten Weltkrieg nach Deutschland geholt worden als deutsche Bürger und dann eben wurden sie deportiert nach Russland in Arbeitslager und von Russland zogen sie dann das erste Mal quasi wieder freiwillig irgendwo hin, haben sich eine neue Heimat aufgebaut in Kasachstan. Und von Kasachstan ging es dann, also natürlich mit dem Fall der Mauer und dann eben als die Sowjetunion sich auflöste und sicher kennt man diese ganz großen Bewegungen der Aussiedler und Spätaussiedler aus den postsowjetischen Ländern und aus Russland selbst. Und dazu gehöre ich auch. Also ich bin total glücklich, auch so ein bisschen mit Bayern verbunden zu sein. Ich rolle ja auch das R, aber es ist so eine Mischung aus Russisch und Unterfränkisch. Ich bin im Hohenlohischen aufgewachsen, in Grünsfeld. Ich weiß nicht, ob du diese Stadt kennst. Ich bin ja auch katholisch erzogen worden und so. Also ich habe mich da wirklich sehr, sehr wohl gefühlt in der Gemeinde und das ist auch eben meine Heimat. Ja, liebe Kathi, es ist ja echt total toll, dass du bei diesem Projekt dabei bist, dass du mein Lied Spätsommer Sonnenwinde mitinterpretierst und ganz viel russische Seele mit reinbringst. Oder wie ist denn das bei dir eigentlich? Wo kommst du her? Ich komme ursprünglich von der Krim und ich bin in Moskau aufgewachsen. Also in mir gibt es 2 Seelen, eine russisch, andere ukrainisch. Und Andreas, wie hast du Andreas kennengelernt? Andreas? Das ist alles gut. Wir haben uns noch nicht kennengelernt. Ja. Jetzt aber zurück zur Frage, wie nehmen wir die Musik auf zusammen, auch wenn wir uns nicht kennengelernt haben. Окутает прохладой тихий лес. Ganz am Anfang stehen 2 Musikspuren, eine mit dem Orchester von der CD und der Helena und eine nur mit der Helena und dazu ein Notenblatt, die Partitur des ganzen Stücks. Und darauf folgt die große Meditationsphase mit den Noten in der Hand, das Lied immer wieder hören, versuchen, was ist das Wesentliche dieses Stücks, was ist die Stimmung dieses Liedes. Man nimmt dann die Noten, die Partitur, destilliert dann das Wichtigste heraus, die Melodie, die Harmonien, vielleicht ein paar kleine Angaben über das Tempo. Und dann hat man wieder Noten vor sich, wo eigentlich fast nichts draufsteht. Jetzt an dieser Stelle kommt dann das Klavier ins Spiel. Ich habe das Orchester und die Helena auf dem Ohr, spiele mit dem Klavier dazu und zwar so, als ob das Orchester nicht da wäre. Окутает прохладой тихий лес. Закружат листья в танго, взвиваясь до небес. Und spätestens jetzt wird schon richtig komfortabel und es ist der richtige Zeitpunkt, um das Akkordeon drauf zu spielen. Окутает
tango zwijając do niebies. Und genau an dieser Stelle kommt dann Kathi ins Spiel. Helena hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, dass doch eine Geige mit dabei wäre. Natürlich kann ich mir das vorstellen. Genau, und wir kennen uns ja, Kathi, über das Capital Dance Orchestra Genau. aus Berlin, über die Zusammenarbeit mit dem Orchester. Wir haben quasi dieses Jahr gestartet, eine große Produktion zusammen zu machen, neue Lieder aufzunehmen. Und wir wurden durch Corona unterbrochen, kamen aber auch auf neue Ideen, wie man sich digital gemeinsam zusammentun kann. So auch mit Andreas, den ja Kathi gar nicht persönlich kennengelernt hat, aber jetzt über Video und über dieses gemeinsame Musikmachen wir mit Andreas zusammenspielen können. Und ja, ich finde, Andreas begleitet wirklich wahnsinnig sensitiv und sehr, sehr elegant und fein. Und das macht echt sehr, sehr Spaß, sich auf den Teppich von Andreas draufzulegen und ein bisschen zu fliegen. Oder? Genau, ja. Also vielen Dank, Kathi, dass du dabei warst. Sehr gerne. Окутает прохладой тихий лес, закружат листья в танго, взвивая. Und dann kommt ganz am Ende wieder der Computer ins Spiel. Die Spuren werden alle übereinander gelegt. Es wird im Raum verteilt, Panorama, dann kommt ein gemeinsamer Hall mit drauf und verschiedene andere Audio-Plugins verschönern das Ganze, veredeln das Ganze. Окутает прохладой тихий лес, закружат листья в танго, взвиваясь до небес. Вслед за... Aber das Video gibt es natürlich noch nicht ganz. Das schöne Stück Spätsommer Sonnenwinde ist noch nicht veröffentlicht, erst am Freitag, den 30. Oktober 2020 um 9 Uhr vormittags auf YouTube, Spotify und so weiter, allen relevanten digitalen Kanälen. Und nicht vergessen, abonnieren, dann versäumt ihr nie wieder was von unseren Abenteuern. Und vor allem auch nicht die Veröffentlichung am Freitag.